Moin moin bei Padautz, bin Nico und ich spiele The DIOFIELD Chronicle. Heute hoffentlich Kapitel 3 bis zum Schluss. Und am Ende der letzten Folge haben wir ein paar Missionen angenommen, 2 Nebenmissionen und eine Hauptmission. Und wir fangen mal einfach mit den Nebenmissionen an, wie immer, und starten mit Proviant und Eliminierung. Wie ich höre, nimmst du neben der Eliminierungsmission noch andere Aufträge an. Nun ja, solange du das Wesentliche nicht aus den Augen verlierst, soll es mir egal sein. Keine Verbündeten dürfen fallen und wir haben 6 Minuten Zeit. Und offiziell im Chat begrüße ich nochmal den Felix, den Seelenpakt. Schaut unbedingt bei ihm vorbei. Heute Abend streamt er zum Beispiel Portal 2. Ja, ich habe ein bisschen Geld gefarmt. Beim Geldfarmen kann das vielleicht passiert sein, dass mein Level auch ein bisschen in die Höhe geschossen ist, so wie ihr gerade seht. Also wird das jetzt kein Problem sein. So, ich wollte nämlich unbedingt diese ganzen neuen Waffen kaufen. Hier, kickt mal. Die haben hier so richtig geile Waffen. Also er ist der Einzige, dem ich nichts Neues geholt habe, weil hier diese Waffen nicht Schattenschritt haben. Und Schattenschritt ist einfach Long live the Empire. Einfach viel zu geil. Deswegen aber allen anderen habe ich hier so die letzte Stufe von den Waffen gegeben, wie ihr sehen könnt. Und dadurch sind die jetzt ein bisschen stronger. Okay, ihm habe ich auch noch nichts Neues gegeben. Was bin ich für ein Unhold? Naja. Okay, dann legen wir mal los. Oh, und warte. Geh mal ins Institut. Bei Magie, ich werde dieses Wort, ne, Magiluminstein-Labor. Ich habe Fenrir ein bisschen gepimpt, wie ihr sehen könnt. Das hat jetzt mega viele Perks, also hier Wirkungsbereich, erhöhter Schaden und alles. Ich mag einfach Fenrir, ne? Ich meine, Barmut ist auch mega, aber ich mag den Einfriereffekt. Okay, lange Rede, kurzer Sinn, Mission starten. So, übrigens, wenn man dann Private einfach auflevelt, ne, kann man einfach Tempo auf 2 machen, das geht voll gut. Eliminiere Gegner, ja gut, hier ist absolut nichts Gefährliches. Ein paar Wölfis, die auf mich zustürmen. Guck mal. Die lasse ich doch sogar noch ein bisschen kommen, dass ich die hier zusammensammle. So. Und dann kann es jetzt losgehen. Also machen wir einen Schattenschritt nach hinten, das mag der nämlich gar nicht. Bam, ist der schon mal abgelenkt. Und dann machen wir mit ihm, was haben wir denn Schönes? Weiß ich gar nicht mehr. Axt, Decknade, schwerer Schlag. Ach, das ist alles Schwachsinn. Aber er hat hier Feinsteller übrigens, ne? Also, wenn man das plant, ist besser, hätte ich mal planen sollen. Aber selbst wenn man das einfach in die Gegner reinmacht, guckt, ist das relativ stark. Aber je länger die Falle liegt, desto stärker ist das halt. Embrace Death. Hinterhalt. Dass es bei Zaubern halt auch zählt, ne? Das ist ganz geil. Tatsächlich. Was ich jetzt gerade nicht für eine Fähigkeit habe, aber Walter Quinn hatte letztes Mal ja die Skill Entzünden, die dafür sorgt, dass meine Charaktere in dem Wirkungsbereich schneller angreifen. Und ich habe das mal getestet bei einer Mission, Fawn Bria hieß die Mission. Ich habe die mal ohne den Spell gemacht und einmal mit dem Spell. Und mit dem Spell ging das 1,5 Minuten schneller. Und da sieht man halt erstmal, was dieser Speed Boost wirklich ausmacht. So, was kommt hier noch? 16. Bestimmt packen sie hier so einen großen Fenrir aus. Ach komm, was ist das denn hier für ein Dulli-Kram? Ja, kommt alle auf den Haufen. Da muss ich jetzt nicht rumtaktieren, weil da bin ich auch gut gelevelt. Aber ich weiß nicht, wie das so rüberkommt, aber mir macht das Spiel richtig viel Spaß. Also ich habe da echt Bock. Guck mal, berittener Ansturm. Tschüss. Blub. Es ist halt einfach so ein verdammt cooles Spielprinzip. Und ich finde die Artworks halt so Zucker, die sehen so gut aus. Gefallen mir richtig gut. Mit ihm habe ich jetzt leider halt kein Pfeilregen drin mit der Waffe. Aber das Ding hier ist auch nice. Von daher habe ich eigentlich mit ihm irgendeinen Rundumhieb. Ja gut, die Stärke ist ja ein bisschen lächerlich, ne? Hier gibt es hier ein paar Attentats-Moves. Er ist halt auch wirklich zu OP, ne? Guck mal, ich kann jetzt hier Attentat an Attentat ran spammen. Weil wenn man jemanden mit Attentat tötet, hat man halt keinen Cooldown. Das ist einfach lächerlich. Ja, reicht jetzt, ne? Target eliminated. So. Komm mal, spulen wir einfach mal vor. Machen wir uns ganz simpel. Easy.
Das kann es aber noch nicht gewesen sein. Irgendwas Großes packen die jetzt aus. Ja, da geht's los. 2. Was ist das denn? Kein Ding. Warte, ich hole mir hier nochmal die EP. Ich finde süß, wie langsam er ist mit seinem Pferd. Understood. Understood. Okay, dann geht's jetzt los. Wir haben Schattenschritt auf den Kloppi da hinten. Bam. So, hat er sein Ziel gewechselt? Nee, hat er nicht. Ha, das ist aber doof. So, kurz nochmal wegschieben, die ganzen Gegner hier. So, kriegst ein bisschen neu positionieren. Komm du mal rum. Okay. Er will jetzt zwar so einen Angriff machen, aber wenn ich hier seine Health einfach runterhaue, dann ist das halt auch richtig Wumpe. Genau. Ja, dachtest, bist krass, bist aber ein Scheiß bist du. So, und jetzt haben wir nochmal Fenrir. Auf einfach alles und jeden. Au! Sehr schöner Schaden, absolut schöner Schaden. So. Stopp! Da gibt's doch was von Betäubungsschussfarmen. I won't miss. Seht ihr, jetzt ist mir das auch Wumpe, was der macht. Dann, Eispfeil ist eigentlich auch ganz cool. Das castet man auf einen seiner Leute. Die haben dann da so einen Eisbüppel um sich rum. Der schießt dann auf die Gegner, um die einzufrieren. Ist halt eher so ein Utility-Spell, aber finde ich nicht schlecht. So. Ich schieb euch weg. Also ich schieb nur ihn weg. Ich stand da unten, ich dachte, ich stehe woanders. Ach komm, hier, einfach weil wir können nochmal Fenrir. Ich denke mal, das war's dann auch mit der Mission. Ich glaube nicht, dass sie jetzt nochmal einen Boss rauspacken, oder? Ja, das war's. Mission erfüllt. Stimmt, der rennt ja gleich schnell wie die anderen trotz Pferd. Und das ist so richtig lame. Ja, leveltechnisch, die Adjutanten sind halt nicht so hoch gelevelt, aber ich habe auch keinen Bock, die jetzt speziell zu trainieren. Okay, Quest-Update. Jetzt muss ich nochmal mit jemandem reden, und zwar hier hinten mit Eislayer. Hollrö und hallo, Holdemite. Was geht ab? Fred und ich sind jagen gegangen, damit du uns Wolfsfleisch kochen kannst, wie damals in den Bergen. Seid ihr sicher? Ich könnte auch was Aufwendigeres machen. Wir können ein andermal etwas Exoterisches jagen. Diesmal begnügen wir uns mit Wolf. Ha, gut, dann werde ich das Fleisch leckerer zubereiten als je zuvor. Oh, mir knurrt jetzt schon der Magen. Ich habe schon gefrühstückt, ich habe keinen Hunger mehr. Erhöht von Einheiten auf einer Mission verursachten Schaden um 3%. Oh, das ist nice. Das nehme ich gerne an. Merci beaucoup. Und ein bisschen Geld, also nicht mal wenig Geld. Das ist schon mal okay. Was war das eben? 4000 oder so? Ja, 3450 kriege ich hier. Imperiale Spione. Eliminiere die Spione, die das Königreich infiltriert haben. Wir können es uns nicht leisten, sie frei herumlaufen zu lassen. Stelle sicher, dass dieser Auftrag nicht scheitert. Es dürfen keine Verbündeten fallen und schließe die Mission in 6 Minuten ab. Schaffen wir, wir sind ja High-Level trained hier. Wuju. Eine Truhe gab's hier nicht, ne? Ach, guck mal, hier wieder so ein fliegender Vivandulli. Okay, direkt Mission starten, ohne Umschweife. Ey! Da, besser. So, also man könnte natürlich Einheiten hier rumschicken. Aber ich muss eh alle besiegen, also kann ich, glaube ich, einfach straight den Weg gehen. Ich wüsste nicht, warum ich das machen sollte. Oh ja, ich weiß schon. Da gibt es gleich einen Schattenschritt zum Bogen. Dude. So, stopp. Schattenschritt. Okay, ich wollte eigentlich einen anderen nehmen, aber der hat sich hier gerade freiwillig gemeldet. Bam. Schaffe ich den noch rechtzeitig? Ja. Long live the Empire! Oh, er hört auch nie auf, ne? Ist er ein Nervsack. So, komm mal hier rüber. Ja, besser, für den brauche ich jetzt gar nicht so viel. Alter. Ja, ich glaube, da gibt's Betäubungsschuss am besten. Ah, won't miss. So, Alter. Ist ja gut. Warte mal. So, den Bübbel hier noch mitnehmen. Den auch. Der lebt für sein Königreich. Ja, der spürt den Scheiß. So. Okay, warte. Ich will die... nee, noch ein bisschen weiter rein.
Und dann Schattenschritt. Genau, den überrasche ich. Bam. Das sind die Gegner, wenn ich die kille, oder? Die sind schon halb desintegriert und dann hauen die das nochmal raus, weil denen das echt ein Bedürfnis ist. So, warte, der will jetzt hier irgendwas casten. Das finde ich gar nicht gut. Da gibt es einen berittenen Ansturm. Dann schicke ich die alle mal zu Haupttyp rüber. Plopp. Und dann haben wir hier nochmal eine Pandemie. Achso, reicht nicht mehr. Diampa. So, der da hinten. Keine Gefahr, keine Gefahr. Den betäube ich. I won't miss. So, schnell den mal wegmachen. Warte, den schick ich mal kurz beides. Scheißegal. So. Understood. Ich glaube, der stirbt vorher, bevor er das casten kann, oder? Yes. Okay. Dann sind da hinten schon mal die letzten Gegner. Aber ich glaube, es bauen noch welche nach und dann wahrscheinlich da hinten. Das würde erklären, warum es dieses Feld da gibt. Dieses Dio-Feld. Okay. Es ist wieder Zeit für Schattenschritt. Das ist das Ding. Oh, ein bisschen weiter. Deswegen will ich die Skill nicht abgeben, weil die unglaublich gut ist und mich direkt auch hinter den Gegner platziert. Das ist einfach viel zu strong. Ah, warte. Da haben wir doch Frostfessel. Dann kann ich die einfach alle hier ein bisschen aufhalten. So, krieg ich den noch mit? Na gut, den einen dann nicht. Ist egal. Ah, sie ist... Oh, fuck, das reicht nicht. Ah, ich habe den irgendwie nicht reingehauen oder so. So. Aber ja, Walter Quinn ist mir viel zu heiß darauf, alles und jeden töten zu wollen. So, schieb mal weg. Okay, jetzt steht's nicht unbedingt besser. Ah, gut. Oh, yes, gerade so. Long live the Empire. Aber ich glaube, das Spiel, in dem das am schlimmsten ist mit den ganzen Voice-Fights, ist immer noch... War es Xenoblade 2? Da war es heftig. Obwohl es natürlich ein wunderschönes Spiel ist. Also ich mag den zweiten sehr. Aber mehr als 2-3 Voice-Fights pro Charakter hätten sie da schon einfügen können. On my way. I'll show you what I can do. Understood. Right away. So, kurz aber aufhalten, da hat das nochmal Zeit, sich aufzuladen. Oh nein, das war dumm, die hatten schon ausgelöst. Ich hab's mir selber versaut mit der Falle. Ich bin scheiße. Ich bin scheiße. Ich dachte, die wären noch nicht in der Falle drin gewesen und dadurch verzögere ich das und dann, naja. Naja, hab ich falsch gedacht gerade. So, Frostfessel. Kein Bock, dass er seinen Scheiß hier auslöst. Understood. So, wer castet jetzt hier schon wieder so wild rum? Du da hinten, ne? Genau. Aber den hier auch nochmal. Stop. Jetzt reicht's mir. Au! Es ist schon, die müssen es ja nicht jedes Mal sagen, oder? Deswegen kämpfe ich, glaube ich, lieber gegen Monstergegner, die halt wenigstens die Backen. Das war's noch nicht, da muss noch irgendwas. Oh, Level 19 und Level 19. Da muss ich langsam auf meine EP aufpassen. Bam. Okay. Ha! Es ist zu stark. Mein Fenrir ist einfach so stark schon. Guckt euch die Scheiße an. Ach, why not?
Alter Falter. Nö. Be gone with you. Be gone with you. Reicht es? Jetzt. I understand. Weiß nicht, ob jetzt noch was kommt, aber ich glaube nicht, oder? Mission erfüllt. Ah ja. Gib mir all das Geld. Und eine neue Stufe für, wie hieß er, Shivat? Long. Oh Gott, jetzt ist ein Ohrwurm von dem. Quest Update, irgendwo muss ich hin. Da muss ich hin. Hallöchen. Capture successful. Die imperialen Streitkräfte wurden ausgelöscht. Gab's auch Verluste auf unserer Seite? Sie konnten uns so wenig schaden, wie sie sich vor uns verbergen konnten. Ich verstehe, aber wir müssen wachsam bleiben. Beim nächsten Mal könnte es schwieriger werden, falls es ein nächstes Mal gibt. Was ist er denn so pseudo-cool drauf heute? Oh ja, schalte eine neue Fertigkeit im Fertigkeitsbaum frei. Das finde ich gut. Das finde ich absolut knusper. Warte, das war hier. Ist das der Fertigkeitsbaum? Bei Einheitenrang 5. Aha, technisch. Aber ich glaube, ich habe hier bei allen eh schon alles ausgegeben. Ne, der Fertigkeitsbaum war, glaube ich, das andere Ding. Ja, gut. Hauptmission. Ja, keine Zeit hier. Eskortiere die Priester. Die Kirche hat uns gebeten, weitere Priester zu eskortieren. Wir können nicht ablehnen, ungeachtet dessen, was in Teggarias passiert ist. Es dürfen keine Verbündeten fallen. Schließe die Mission in 6 Minuten ab und Schatztruhe ist irgendwo. This mission has come from the Granville Church. You will be heading to Westfield's Baladin Wilds. Wilds is not a misnomer. The region is all but uninhabitable. The land there is barren and ill-suited to agriculture. A true wasteland, plagued by natural disasters and infested with monsters. A recent tornado laid waste to one village, and many of the local children were orphaned. Escort the priests to Baladin and bring the children back to enter the care of the church. This is to be our mission, while Teggarias remains occupied. There's no need to be preoccupied with Teggarias, Fred. Right now, we bide our time till the right moment. We must be patient. And besides, we're mercenaries, are we not? We simply go where we're told. But is our assistance actually required? What became of the children's parents? It is reported many died trying to protect their young. I wonder what brought them to that place. It's such a desolate and dangerous region. Their village borders the frontier. The only region of DIOFIELD Island that remains completely uninhabited. It's one of the Granville Church's holiest sites. All those tales are simply nonsense. People are foolish to believe in such fanciful legends. Foolish or not, let's head for Baladin. Das sieht hübsch aus. Greetings, Blue Foxes. Greetings. You're Catherine, of the Templar Knights? Yes, I'm to be your guide for this mission. I'll also be on the mission. The name's Estalt Ufair, mercenary. Estalt is a magicka whose services we have often engaged. He will fight alongside you. I hear the way ahead is plagued by monsters. Is the boy really up to the task? Please don't underestimate me because of my age. I wager I'm far more capable than some of you. As long as we don't have to look after you, all shall be well. Andreas, are you listening? Forgive me. I overheard the priests talking about some room that the children would be taken to. Did you hear for what purpose? No doubt they plan to introduce them to some of our scriptures. Does that thought trouble you? Have we some kind of problem here?
No. I don't think we've heard the end of this. We've been asked to undertake another escort mission. To rescue the children, we must ensure that the carriage arrives safely at its destination. This area is infested with fearsome monsters. Be sure not to get bogged down in battle. Fighting talk. I like it. You'll make an excellent decoy. What? Pay her no heed, Astolt. Her barbs belie her prowess on the battlefield. Aye. The beasts are closing in. Everyone, prepare for battle. Okay, sah zumindest überschaubar aus. Genau, was ich vorhin meinte, Institut. Hier ist der Fertigkeitsbaum, genau. Und da hatte ich die neue Stufe freigeschaltet, oder? Oh, da brauche ich Fertigkeitsbaum Stufe 5. Was kann ich denn jetzt hier lernen? Ah, Blitzdolch will ich nicht. Was ist das? Schildstoß will ich auch nicht. Heilige Heilung. Aber warte, ich kann doch dann sowas wie Attentat oder so nochmal verbessern, ne? Oh ja. Oh, Attentatstufe. Oh, ist hier Schattenschritt irgendwo? Ah, ich brauche 2 SP dafür. Naja, da warte ich, da spare ich. Das wird so strong. Warte. Gab es eine neue Waffenentwicklung? Das wird mir gerade angezeigt. Ah, nee, aber hier habe ich keine neue Stufe. Die will ich nämlich als nächstes haben. Nö. Okay, dann starten wir mal. Mission starten. Okay, das ist die Kutsche. Da haben wir ein paar Gegner. Da ist die Truhe, das ist überschaubar. Da ist eine Barrikade, da kann ich mich mit Schnellschritt durch wrabbeln und den erledigen. Okay, scheint komplett straightforward zu sein. Also ich sehe jetzt hier keine... Das ist das einzige Mal, dass man einmal einen Umweg gehen kann. Da schicke ich aber einen Einzelnen los. Okay, na, auf geht's. On my way. On my way. So, bei denen darf ich jetzt nicht so lange brauchen. Der Nico liebt seinen Schattenschritt. Der ist so geil. Der ist so stark. Felix, wie ist das eigentlich? Hast du, holst du die Fire Emblem Engage auch? Und hast du da Bock drauf? Also ich muss sagen, vom Trailer und vom Setting und Feeling wirkt das jetzt für mich nicht ganz so interessant wie Free Hopes. Aber immer noch sehr geil. Und ich liebe Fire Emblem, ne? Das kommt dazu. So, warte mal. Schick dahin. Aber der Hauptteil tut's jetzt auch nicht für mich. Aber mal schauen. Bin sehr gespannt. Ja, komm hier erstmal rüber da. So, was schreibst du? Ja, sah jetzt aber nicht so überzeugend aus. Ja, das ist das Ding, ne? Also, ich weiß auch nicht, wie cool das ist, dass es so schnell releasen alles, ne? Also, lasst euch gerne mal wieder Zeit. So, den schick ich da einfach raus. Oh, was haben wir denn hier Schönes? So, können wir jetzt. Und ihr... Guck mal, da habe ich doch Fächerformation. Damit kriege ich zumindest die Barrikade nochmal mit. Pandemie. Ah, so, das sieht gut aus. Worauf ich mich aber richtig freue, ist neues Pigment. Ich glaube, das wird sehr süß, sehr lustig. Da könnt ihr die jetzt mal töten hier? Der ist doch schon... Da, geht doch. Den mal jetzt auch fertig. Jetzt werde ich aber keine großen Skills verschwenden für die kleinen Gegner hier. So, da. Okay. Understood. Ich hoffe, jetzt überrascht mich keiner von hinten. Sonst muss ich dann schnell agieren. Ja, danke. Okay, dann halten wir ja kurz alle fest. Ja, aber es dauert ja noch. Januar, ne? Kommt Engage raus.
Hast du eigentlich, hast du Elysium schon vorbestellt? Oder holst du das oder holst du es digital oder holst du es physisch? Und holst du es dir mit Lenneth zusammen? Ach, Pikmin meinst du? Ja, die haben ja nur angekündigt, dass es überhaupt kommt, ne? So wie sie es bei Metroid Prime 4 gemacht haben und das dauert ja wahrscheinlich auch noch unendlich lange. Ich finde, die könnten gern die Metroid Prime Collection nochmal auf Switch releasen. I'll do my best. You've come a long way since we first met, Rickles. Now, just keep calm. Focus on the enemy. Okay, Iska. I won't let you down. Ah. Go. Another one down. All according to plan. Schick ich mal beide da. On my way. Right away. So. Den krieg ich ja auch easy auf die andere Seite. So, und du schnappst dir. Genau, Pandemie, das ist schön stark. Der Soundeffekt klingt auch strong. So, wie sieht's hier aus? Es geht los. Zeit für einen Schattenschritt. Haben wir schon lange nicht. So. Machen wir Fächerformation. Oh, hier muss ich aufpassen. Obwohl, wenn ich jetzt hier einfach Axt der Gnade reinhau, dann ist der eh weg. So, sehr schön. Wie sieht's bei euch aus? Okay. Einfach mal einfrieren, dann trifft mich da auch nichts. Ja, kommt, jetzt macht den fertig. Oh, die lassen sich aber auch Zeit, oder? Komm, 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 stirb vorher. Oh, nee, schafft er nicht. Nee. Oh, komm, ich will diese Kugel da. Danke. Wollt ihr helfen? Ich nehme die nochmal mit. Ja, irgendwas muss hier noch passieren. Irgendwas ganz Fieses. Überrascht mich. Überraschet mich. Ja, komm, spul mal vor hier. Tick, 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 tick. Ich traue der Ruhe hier jetzt nicht. That was quite a display, Estelt. You weren't too bad yourselves, but it seems we're not done just yet. Ich habe auch nicht gesehen, dass Estelt irgendwas gemacht hat. Oh! This next wave of enemies seem more cautious. Keep an eye on the rear, and let's clear this up, quickly. Du bist aber hübsch. Guck mal, ist aber ein Hübschi. Very well. Das mag ich, wenn man auch so nicht-menschliche Gegner hat. Bin ich immer ein Fan von. Schattenschritt! Absolut beste Skill ever. And now you will die. Understood. Mir wäre lieber, hätte er sich anders umgedreht. Vorher stirbt er. Genau. Der Salamander ist das. Schattenschritt! Und natürlich Fenrir theoretisch am Start. Oh, was macht er ja Schönes? Vorher stirbt er doch. Vorher stirbt er doch. Ja. Sag ich doch. War's das schon? Oh, Salamander-Töter. Trophäe erhalten. Guten Abend, Lütke. Hast nicht viel verpasst. Wir haben ein paar Nebenmissionen gemacht. Die sind ja storymäßig nicht relevant. Und jetzt haben wir Priester eskortiert.
would seem I've grown stronger. Der Lüdke hat auch guten Abend gesagt. Thank you for your assistance, Blue Foxes. The children have been escorted out of the wilds. They are now safe under the care of the church. Safe from falling prey to monsters, perhaps. What are you implying? Human experiments. Testing the forbidden arts. Creating magic monstrosities. That's preposterous. Calm now, Walter Quinn. You don't have proof of any of this. Perhaps not. But I've heard plenty of rumors about the church's humanitarian missions. Tell me, Catherine, do you know where the orphans taken in by the church are living now? Forgive me. I must return to the High Temple at Harleglin. She left in a hurry. Should we be concerned? This may not be the moment, but you're a very special unit. I'd like to join, if you'll have me. Das ist bestimmt die gleiche Klasse wie Andreas. Oder er. I have no objections. Your command of ancient sorcery was most impressive. Ah nee, doch ein Magier. Still a child. Exactly. Better for him to escape the church's clutches before he becomes another experiment. What? You think that's what they had in mind for me? It's quite probable. After all, no one would look for you if they reported you dead. It's true. And your magical ability would make you a valuable test subject. Damn them! My life is my own. Mercenary I may be, but I am no mere commodity. That settles it. I must break free of this hell. Then join us. But be aware that it's not an easy life. You may come to miss your hell. Try me. I wonder what happened to Catherine, the Templar Knight. You should have stopped her leaving if you were worried about her. Oh, I'm not worried, really. I'm unconvinced by Walter Quinn's claims about the church's dark side. Well, the rumors are common knowledge. Not that anyone dares to openly accuse the church. Then again, if a Templar Knight were to give testimony as to what she knows... You mean? But even if Catherine were to spill the church's dirty secrets, what does it have to do with us? It might be our chance to live in a society that doesn't unthinkingly follow the Granville Church. What's the plan, then? I'm simply theorizing, Iscarian, not planning. You're trying to gain leverage over the church? We ought to look after our interests, that's all. Our allegiance is to Duke Hende alone. What on earth are you scheming? We're mere mercenaries. Scheming? I was stating the facts, that's all. All for now, at any rate. Having helped the unit rescue the Baladin orphans, young Magicka Estalt Ufair is allowed to join the Blue Foxes. Meanwhile, fears of another Imperial advance prompt Alatane to open talks with the Alliance. The Alliance was formed in order to halt the Trovelt-Chovian Empire's relentless expansion. It contains dozens of nations, but its key members are the republics of Verma, Aluge, and Porrand. The Lord's Council chooses Duke William Hende as their representative to lead the negotiating delegation. The first round of talks takes place in Southfield with representatives from Verma and Porrand. The Blue Foxes escort the Duke to the summit and are tasked with ensuring his safety throughout. Alas, the Duke rejects the Alliance's conditions outright, and negotiations are suspended. This rejection infuriates a Vermin diplomat by the name of Dalmazio.
And he is seen cursing the Duke's name as he leaves the summit. Listen. Ist etwas Esthold? Was? Dearie me. Oh, Andreas, es ist nur, ich bin erst so kurz dabei und schon auf so einer wichtigen Mission. Also bist du nervös? Was? Natürlich nicht. Ich zittere nur, weil ich meine Kampfeslust kaum noch zügeln kann. Freut mich zu hören. Und Wachen der Allianz sind ebenfalls hier, nicht wahr? Es ist doch bestimmt niemand so dumm, die Truppen gleich zweier Großmächte anzugreifen. Wohl kaum. Falls zu einem Kampf kommen sollte, dann gegen die Allianz. Glaubt ihr, sie würde eine gewaltsame Lösung suchen? Es ist zumindest möglich. Hängt davon ab, wie die Verhandlungen laufen. Ich hoffe sehr, dass es nicht dazu kommen wird. Excuse me? Alle mal herhören. Die Verhandlungen sind abgeschlossen. Herzog Hendes ist zurück. Dann wollen wir mal herausfinden, was besprochen wurde. Mission freigeschaltet. Herzog Hendes Schutz. Schmutz. Oh, was ist das? Ist das ein neuer Magie-Luminstein von einem Salamander? Estelle Duffer, ein junger Söldner, der die alte Zauberkunst beherrscht und ein starker und zuverlässiger Mann werden will. Seine magischen Fähigkeiten können seine Stärke unter gewissen Bedingungen massiv erhöhen. Eine neue Quest. Gibt's ja auch Nebengewusel. Ah ne, ich bin in diesem Mengenlager-Ding. Okay, warte, dann gucken wir erstmal bei Ausrüstung. Was denn der Salamander kann. Gewährt Verbündeten im Zielbereich Macht. Oh, guck mal, wie süß der ist. Sieht gut aus, oder? Aber ich glaube, ich bleib erstmal beim Goldhorn für die Heilung. Ich mag meine Kombo, wie sie jetzt ist. Irgendwann werde ich die anderen auch nochmal aufleveln, aber es ist halt teuer. Teurer Scheiß. Okay, Esthold. Heilige Heilung, Meteor-Heilkreis. Stufe 18, ja gut. Wird's wohl nicht in mein Team schaffen, wa? Glaube ich nicht. Aber kann zumindest das Ding ja mal ausrüsten. So. Und das habe ich noch übrig. Und das kriegst du auch noch mal. Nee. Vielleicht level ich da mal heimlich. Ich fände es gut, wenn es wie bei Fire Emblem so Bonuserfahrungen geben würde, die man dann auf die Einzelnen verteilt, aber ist nicht. Okay, Herzog Hendes Schutz, machen wir direkt. Wir wurden gebeten, Herzog Hendes persönlich zu bewachen. Ein Zeichen unseres wachsenden Ruhms. Sehen wir zu, dass wir uns auszeichnen. 6 Minuten, keine Verbündeten dürfen fallen und Schatztruhen sind versteckt. Stufe 19. Auf Fugetsu. I am afraid that talks with the Roadtail Alliance have broken down. The terms they proposed were simply unacceptable. True shame. And these terms were? They demanded exclusive jade extraction rights from the Gaian mines for 50 years, no less. A preposterous request. Duke Hende. What's the matter, Lorraine? Alliance troops advance. And on this position, no less. This man will brief you on the situation. My name's Castivir Bernal, a knight of the Republic of Verma. If I might be so very bold, Duke Hende, this is a predicament of your own making. The Alliance's diplomats lost great face when you summarily rejected their offer. Frankly, the offer they proposed was simply unacceptable. If you've come here to have me reconsider, you are wasting your time. These Alliance troops, they've been sent as an unofficial message. You are surrounded, but I will aid you nonetheless. Why would a vermin knight betray the Alliance to assist us? Simple. Because my country has already betrayed me. I can no longer return there. Given the circumstances, we've no choice but to trust him. If he's a spy, we know what to do. I have requested military support from the Royal Forces stationed in Southfield. We must buy some time until they arrive.
Whatever happens, please stay inside, Duke Hende. We will protect you at all costs. Duke Hende must be captured alive. It is only the mercenaries who are to be slain. He's brought a sizable force. Let me handle this. I'm familiar with their tactics. Very well. But if you make a hindrance of yourself, we'll leave you behind. Don't underestimate my abilities, Islander. What are we to do now? There's no way out from here. Okay, umzingelt. Krass. The Alliance has strength in numbers. Alone, its members are weak, but together, they overwhelm. They excel at scale and attrition. In small skirmishes, they tend to struggle. Our rear should be safe. We make sure our forces stick together and don't get split up. Given our lack of numbers, it would seem we have no choice but to take out the enemy one by one. Ja, oder ich sammle die alle von AOE. Well, we can't allow them to enter the camp. We've erected a barrier, but it won't hold forever. Yes, we must pay attention to the defensive side of things. That's my kind of fighting. Let's get started, shall we? Okay, also erstmal gucken, wo die Schatztruhe ist tatsächlich. Ich starte schon mal. Da hinten. Okay, es ist nicht weit weg. Ich muss nur irgendeine Einheit dahin bekommen. Ansonsten findet der ganze Kampf hier in diesem kleinen Rahmen statt. Da ist ein Pulverfass. Da auch. Bewegen die sich? Okay, warte. Kann ich das so? Okay. Da vielleicht erstmal Ruhe. I'll show you what I can do. Very well. Ich bleib mal hier hinten. Right away. Okay, ich schicke ihn. Die Truhe holen. So. Friere ich die hier einmal kurz ein. So, das ist ein kleiner Vorstoßangriff. Okay, schnell, du holst die Truhe. Lenk die anderen mal ab. Dann haben wir da Schattenschritt. Das kennen wir ja schon, weil das super gut ist. Die mal schnell aus dem Feld rausnehmen. Genau. Dann ist wieder alles in Ordnung. So, er hat's hier gleich. Perfekt. Dann stoßen wir uns mal wieder zurück. Kurz warten. Jetzt. Okay. Schnapp dir mal den bitte. Okay, die haben den hier gleich. Okay. Die schaffen den auch so. Okay, warte, du kannst den hier mal fertig machen. Okay. Das sieht doch gut aus. Stop. Betäubungsschuss auf... er ist noch nicht in der Range. Aber jetzt. Auf den hier. Genau, easy peasy. Wechsel mal die Seite. Ist das noch kein Hinterhalt? Warte, aber jetzt. So. Ja, besser. Ich glaube, die Heilung hier sammle ich nochmal ein. Was kommt als nächstes? Oh, von so weit hinten. Ein paar Chevaliers werdet ihr wohl hinkriegen. Oh. Ja, okay, ich ahne.
Kommen die dann von oben? bridges to create new routes, trying to split our forces, no doubt. Oder habe ich zum Glück noch ein Pulverfass? Allow them to do so. We shall focus our forces and punch a hole in their lines. You used to be a knight, didn't you, Castamere? What can you tell us about the Alliance Cavaliers? They're fast, but lack strength and tactical prowess. Even more so now they've lost their best man. That is precious information indeed. Thank you for your insight. Okay, die kommen dann von dort oben und die anderen von hier. Understood. So, warte, dann machen wir erstmal hier eine Falle hin. In Kombination mit dem Pulverfass. So, dann kann ich mich hier erstmal drum kümmern. Reicht das schon für einen Schattenschritt? Ja. Warum ist er so stark? Ich liebe es. Ja, habe jetzt ein bisschen Zeit, bis die anderen da sind. So. Ach komm. Ich schicke ihn einfach weg. Er ist aus der Range raus. Warte mal, sammeln wir das hier ein. Und das hier vielleicht auch nochmal. So. Okay, das da oben hat zumindest schon mal geklappt. Machen wir mal eine neue Falle. Hier auf dem Weg. Das reicht, oder? Ja. Super. Okay, jetzt auch erledigt. Also die ist schon fast besiegt. Ach komm, kleine Pandemie rein. Haha! Der andere lebt noch. Nicht mehr lange. Okay, perfekt. Die EP hole ich mir. Oh. There's not many of them, but they're really putting up a fight. Third squad, finish them! Okay, dann kommt die Brücke auch wieder runter. Gesundheit. I can't believe how many of them there are. Is everyone still holding out? Aye. No worries there. Wonderful. Then we go again. Once more into the breach. Okay, warte, die EP noch mal schnell holen. Very well. Right away. Jetzt weiß ich gar nicht, wie weit die Falle reicht. Oh Gott, was ist da hinten los, ey? Fucking. So, wir haben hier Fallensteller. Ja, das reicht. Und ich glaube, da hau ich einmal ein Fenrir rein. Au! Ja, direkt die Bogenschützen alle losgeworden. Oh, warte, der will irgendwas casten. Das möchte ich nicht. So, okay, nice. Da bin ich jetzt mal gespannt. Stopp! Betäubungsschuss. Okay, perfekt. Das haben die nicht gemocht. Dritten Ansturm. Ich glaube, ich habe die zu weit weggeschubst wegen dem... Oder? Reicht es? Ja, hat geklappt. Nice. So. Dann friere ich die mal alle ein, dass ich da ein bisschen Ruhe habe. Und ihr wisst alle, was jetzt kommt. Erst ist der... Oder warte, reicht Attentat? Attentat reicht auch. So. Bin jetzt alle weggesnackt. Andreas ist einfach der Beste. Mission erfüllt! Sehr schön. Und mittlerweile haben wir auch wieder ordentlich Geld. Neue Stufe. They've gone. Well, look at that. You saved my life. Think nothing of it. You aided us in turn.
But why were they after you in the first place? I was conveniently accused of a crime I didn't commit and sentenced to death. Rigorous judicial procedures don't apply to knights far from home in a foreign land. Tragic, I'm sure. Now, shall we head back for Central Field? We have dawdled long enough. I've been wondering, Castamere, why did the Alliance double-cross you? It was simply a case of a lizard shedding its tail to save its life. Verma has always been the Alliance's dominant power, given its military and political might. However, a cloud of suspicion has long hung over our delegate. There were certain rumors. Aluge and Porrand sent spies to Verma to investigate whether those rumors were true, only for them all to be killed, murdered with a modern magical weapon, smuggled from the Empire. What was this weapon? A gun grit. It's a powerful long-range firearm that uses small iron bullets. Now, it just so happens that I know a thing or two about gun grit handling, and so the shadow of suspicion fell on me, and it was decided that I should be executed. And? Was it you? Best not get into that. Negotiations with the Alliance break down, causing Dalmatio to summon his guard and unleash them on Duke Hende. The Blue Foxes fend off the attack, and Dalmatio returns home with his tail between his legs. Yet the unexpected breakdown of discussions angers the mediating Southfield nobles. With House Redditch out of the picture, House Engram became openly critical of the royal government, playing into the Southfield aristocrats' fears that they would lose control of their territories. Before long, House Engram had succeeded in organizing a rebellion to overthrow the monarch's rule. In response, Duke Hende orders the Blue Foxes to nip the nobles' uprising in the bud. Oh, Einheitenrang 4. Sehr schön. Oh, 10 SP, einfach so. Das ist richtig viel. Castamere Benno, ein ehemaliger Ritter der Republik Verma aus der Rolltail-Allianz. Auch wenn seine Taten nicht immer mit seinen Worten mithalten können, beweist er manchmal Scharfsinn, aber nur manchmal. Seine wahre Stärke zeigt der geschickte Lanzenträger in weiblicher Begleitung. Okay. Can I tell you something? Oh, hallo Rias, ich habe nachgedacht. Wir sollen gegen Southfielder Adlige vorgehen, nicht wahr? Einige von denen hatten vermutlich Verbindungen zu Haus Redditch. Ich frage mich, wie es Quinn dabei geht. Ich hoffe, sie hat deshalb kein schlechtes Gewissen. Ein Gewissen konnte ich bei ihr noch nicht erkennen. Sei nicht so gemein. Du könntest sie zumindest mal fragen. Los. Ja, Gewissen ist mir auch noch nicht aufgefallen bei ihr. Oh, Lüdke schreibt, sie hat Halskratzen. Was ist da los, Lüdke? Werd jetzt nicht krank? Also ich habe tatsächlich auch seit 2-3 Tagen Gliederschmerzen, Kopfschmerzen und auch so einen ekligen Hals. Und Anja ist heute und gestern positiv getestet worden, ich nicht. Also mal gucken, vielleicht vielleicht hab ich's auch. Und der Felix ist auch krank. Gerade sind wir alle krank. Ich rede erstmal hier mit Fred. Is something the matter, Fred? Oh, I was just reminiscing. Reminiscing? About the time we spent together in Leicestershire. With our old friend. Ah. Dir natürlich auch gute Besserung, Lüke. Und dir, Felix, auch. He picked up everything I taught him so quickly. Hunting, riding, fishing. We'd spend days out in the fields together. He had a weak constitution, but such a sharp mind. What's brought this on all of a sudden? Come on, Riaz.
It's just the two of us. There's no need to be so wary. All right. Well, I'd say you're the main reason Levi got on so well at the House of Leicester. Really? I always thought he trusted you more than anyone. No. I was just his attendant. Well, aren't we both ever so modest? I'm not even sure what's true anymore. I know what you mean. Oh, 2000, einfach nur fürs Reden. Das nehme ich. Und hier haben wir auch nochmal ein Gespräch. What is it, Estelle? I was visited earlier by some Templar knights. They wanted to hire me. And not just part-time like I'm used to, but as a full-on member of the group. The church has many donors. I've heard that their coffers are deep and their knights well paid. You may very well be better off with them. Don't wind me up. Why would I join such a corrupt organization? You don't want me gone, do you? I would not stop you. You have your independence as a mercenary. Oh, I see. However, they surely know that you are wise to their dark inner workings. Accept their invitation, and you may be executed upon arrival. What? The choice is yours. You can go if you want. No way. I'm a blue fox through and through. Auch wieder 2000? Ja. Gib mir das. Okay, dann führe ich noch das Gespräch mit Walter Quinn. How about this? Also Quinn, wie fühlt ihr euch dabei, gegen Adlige aus Southfield zu kämpfen? Ich habe kein Problem damit, falls ihr das meint. Ich habe alle vorgewarnt, an denen mir etwas liegt. Und die nicht kämpfen wollen, haben sich bereits ergeben. Alle, die jetzt noch übrig sind, sind aufrührerische Schweine, die nichts Besseres verdient haben. Sie müssen einen Anführer haben. Glaubt ihr das nicht auch? Teggarias vielleicht? Den Namen habe ich lange nicht mehr gehört. Aber ja, da könntet ihr recht haben. Er wurde seit unserer letzten Begegnung nicht mehr gesehen, aber er ist bestimmt auf Rache aus. Er wird kämpfen und damit gibt er mir etwas, worauf ich mich freuen kann. Wie nett von ihm. Ich wusste doch, dass ich mir euretwegen keine Sorgen machen muss. Oh, aber ihr habt wenigstens meine Gefühle in Betracht gezogen. Wie rührend. Quinn. Zu viel? Na schön. Wollen wir die Besprechung beginnen? Ja, ich habe zwar ein bisschen Geld und alles, aber ich glaube, ich setze das noch nicht ein. Abtrünnige Adlige planen in den Katakomben eine Rebellion gegen die königliche Regierung. Es liegt an uns, diese im Keim zu ersticken. Und zwar in unter 8 Minuten, während kein Verbündeter fallen darf. Und wir sammeln Schatztruhen mal wieder. Im Stream wurde schon 12 Mal genießt. This mission will take you to Grost Crypt in northern Southfield. That is where the nobles of Southfield are gathering to make preparations for their insurrection against Centralfield. Your task is to prevent this rebellion. I used to play in those catacombs all the time when I was but a little girl. Some fools like to claim that they're haunted. Have we managed to determine the instigator of this insurrection? Yes. He's called Zachariah, a fixer and middleman for members of the upper class. He has allied himself with House Engram and has been recruiting local nobles to their cause. All this in retaliation for the breakdown of negotiations with the Alliance? Perhaps. In any case, it is a futile effort. I'm surprised the Duke has reacted with such urgency. Wouldn't it be because he's planning to expand his sphere of influence to Southfield? Excuse me? There would be nothing untoward about it. Duke Hende is on the Lord's Council, after all.
He's a representative of the kingdom. Yes, well, it doesn't explain why the nobles of Southfield would try something so utterly foolish. I suppose we'll soon find out. It's the Blue Foxes! Wie schnell er läuft. Why are they here? Did they catch wind of our plans? Keep your composure. They're giving us an opportunity to test our secret weapon. It's been a while, but nothing's changed. I feel at home here. It feels like something could jump out at us at any moment. Hey, cut that out! You know I'm no good with the spooky stuff. Forgive me. There is something about this place, though. Perfect for hatching a plot. Quinn mentioned that this place is rumored to harbor drifting souls. That reputation ensures no one comes close, and so the plotters have been able to act in secret. Ah, then we're not actually expecting any ghosts. All right, so no worries. I wouldn't be so sure. Ria said nothing regarding the rumor's veracity. Count me out of this one, then. Come now, enough of that, you two. We need to open the door. Which means we'll first need to secure that turret over there. Okay, schauen wir mal, wie leicht das wird. So, ich finde, der Raum ist irgendwie verdächtig. Also, ich weiß nicht, ob da irgendwas passiert oder ob da noch Feinde herkommen. Was ist das hier für einer? Okay. Dann holen wir uns den Turm hier. Irgendwo gibt es eine Truhe. Da. Okay, das heißt hier lang und dann einmal ums Eck. Perfekt. Das ist linear, das schaffe ich. Das ist kein Ding. So, schnappt euch mal den. Du machst hier mal einen Schattenschritt. Komm, komm, schnell. Yes. Ja, das ja am Einsammeln. Nee, komm. Den halten wir mal auf. I won't miss. Zählt das als Hinterhalt? Ja. Okay. Ah, ich habe gerade seinen Angriff gecockblockt. I understand. Okay. I'll take you down. Bam. Schnapp du dir schon mal den Turm. Wir haben hier ewig Zeit. I've got it. Another one down. All according to plan. Right away. Schnappt ihr euch den. Du kannst ja schon mal rüber auf die andere Seite. Okay, perfekt. So, der Turm gehört mir anscheinend. Muss der hier wahrscheinlich noch sterben, bevor es hier weitergeht. Oh, gruselig. Aber wenn hier keine Zombies kommen. Now we need to capture those two turrets in order to open the door within. Ah, ja, genau. Enemy patrols in the area. It would be wise to take them out one at a time. Understood. So. Very well. Understood. Oh, what have we? Was haben wir hier Schönes? Ja, der Kristall. Immer so lang. Very well. I'll take you down. Und Betäubungsschuss. Right away. Oh, they just died. I understand. Oh, they just died. Right away. Boah, der Quinn ist echt ein bisschen verrückt. Sie hat so diese Hot Crazy Formel.
Ah, es war kein Hinterhalt direkt. Wie ist denn das hier damage-mäßig? Ah, nicht so prall. Ich glaube, ich schicke die einfach mal weg. So, ein bisschen Ruhe vor seinem Angriff. So, ich hole mir mal das Ding. So, kein Bock auf einen Magier. Weiß man nie, was die für einen verrückten Scheiß machen. Deswegen schalte ich den direkt mal aus. Okay. Dann schicke ich ihn, glaube ich, dahin und nehmen wir den mal mit. Ihr schafft die Richtung. Alleine. So. Wer von denen macht das jetzt gerade? Ich glaube der, oder? Nee, falscher. Oh, warte. Gehe ich da mal raus. Den auch rausschicken. So. Ja komm, mal eine Pandemie hier rein semmeln. So, kleiner Vorstoßangriff. Du holst dir den Turm. Stopp. So, easy. Okay. Wie sieht's hier unten aus? Achso, der holt gerade den. Er hat jetzt hier ein bisschen ein Problem. Schick hier mal weg. So, die beiden friere ich mal ein. Kriegen einen kleinen Zeitvorteil. Okay. Hol dir den Turm. Er hat's fast geschafft. Ich glaube, ich mache hier eine Falle zwischen. So, könnt ihr da bleiben. Das und das. Na komm, ihr wollt da rein. Ist er fertig? Er ist fertig. Dann das Ding. Das. Und dann gehen wir auch mal wieder hier zurück. Hier hin. Okay, perfekt. Gab da ein bisschen Schaden. Hallo Pat, grüß dich. Und hallo Stuligen, grüß dich. So, Betäubungsschuss. Ja, ich hätte gar keinen Betäubungsschuss machen müssen. Der ist ja schon tot. So, haben die alles gesammelt? Ja, perfekt. Warte, einen noch? Jetzt. Einmal einfrösteln, bevor mich hier irgendwas erwischt. Okay, nice. Ja, ich glaube, den Rest kann ich mit normalen Angriff mir beenden. Easy. Komm, ich will jetzt irgendeinen Geist haben oder so. So, you were here after all, Zachariah. I don't recall inviting any foxes to my domain. Really? You made so little effort to conceal your plotting, I thought you wanted us to come. I'll teach you some manners. I owe you for last time, you know. Oh, I'm going to have so much fun with you. So you'd better enjoy yourself while you can. You'll be begging for death soon enough. Enough of your prattle. This ends here. Ja, für ihn. Very well. Also sowas von keine Chance. Ach komm, nee. Die locke ich mit an. Ich brauche jetzt alle auf einen Haufen. Ich muss noch ein Feld nach vorne. Kommt mal alle dahin. Okay, warte. Jetzt machen wir mal einmal
Ah, nicht so geil, ne? Ja, gut, den kann ich jetzt hier mit normalen Angriffen überwältigen. Bisschen Schattenschritt, mal auf die richtige Seite. So, und... Jetzt weiß ich gar nicht. Betäubungsschuss, hält das ihn auf? Ja. Wollen die beiden da hinten? Warte mal. Geht mal raus da. So. Das Ding sammle ich nochmal ein. Ah, so. Jetzt stehe ich gut. Attentat! Oh, dieser Schaden. Er ist so hoch. Aha, aha. So, sieht's jetzt aus, damage-mäßig. Guck mal, den kann ich hier nochmal erledigen. So, und jetzt sind alle in Reichweite. Perfekt. Ja, das ist doch ein schöner Schaden. Jetzt nochmal hier eine kleine Pandemie. Embrace death. Embrace death. So, hier haben wir doch mal Fächerformation. Reicht das bis da hinten? Perfekt. Ah, warte, das warte ich einmal ab. Haben wir nochmal einen berittenen Ansturm. Schubse ich den ein Stück. So, das hier alles einsammeln. Ja, den hier will ich. Aha. So. Attentat reicht gerade noch nicht. Warte. Können wir aber ändern. Eine kleine Angriffsrunde. So, jetzt. Perfekt. Machen wir nochmal einen Schattenschritt zu dem. Fenrir-Kombo. Ah, ich glaube, das mag der gar nicht leiden. Perfekt. So, sammelt das hier nochmal ein. Ja, das war's. Oh, warte, das will ich hier nochmal. Okay. Falls dann nochmal irgendein Gegner jetzt überraschend reinkommen sollte. Aber ansonsten war's das. Ja, Mission erfüllt. Geil. Oh, 4000 gibt's. Level up. It's now or never. What the? Some creature has burst out the ground! Is it a wyvern skeleton? No! It's far too big! Was it them who summoned it? This isn't right! Why isn't it listening to me? What's happening, Zachariah? What a treat. I simply cannot resist. It's coming at us! Rise from the dark depths of your tombs, my corpse army. Now is the time to unleash your rage upon this hapless puppet. Walterquin?
It's too much. Too much. I simply can't resist any longer. This hex is too delicious. Walter Quinn. Yes? What is it? Walter Quinn, are you listening? Of course. Why are you pulling that scary face? Enough of the little girl act. You summoned the dead right in front of us. Ah, you noticed then? Of course we did. When were you planning on telling us about your powers? I never knew I had them. It's just something that happened on impulse. How did you know how to do that? I must have a knack for these things. Does this mean that it was in fact you who made the corpses rise at House Redditch? Well, if it wasn't for them, we wouldn't have been able to make our escape, no? But does that mean... Did you kill the Redditches? Your own family? I wonder. I don't know what to say. Surely you're not all that surprised. Look, let's talk about this later, shall we? I'm keen to leave this place behind. The nobles' insurrection is thwarted by the Blue Foxes, and its leaders are killed in battle. Not wasting any time, Duke Hende dispatches his troops to the now leaderless Southfield. And before long, the vacated domains have all been taken under the Duke's control. The Duke immediately introduces stricter laws, as well as higher taxes. He also sets about eradicating any local customs and beliefs which he deems to be dangerous. Having grown used to light touch governance, the people of Southfield find such moves oppressive. Indeed, many choose to relocate to other parts of DIOFIELD to escape from the suffocating policies. A number of the recently displaced Southfield natives come to Central Field, advocating the adoption of democracy. This new political movement gains followers among those dissatisfied with the royal government. Riots ensued, instilling fear throughout the government. The Blue Foxes are brought in to quell the chaos. You've known Walter Quinn for a long time, Shivat. Were you aware of her talent for necromancy? Necromancy? It's a type of ancient sorcery secretly pursued by the Church. It revives corpses as puppets. Oh, well, she's been obsessed with ancient sorcery hexes since she was little. She'd sometimes sacrifice animals for them, and she'd show not a hint of remorse. It was chilling. Did you leave her family's service because she frightened you? No, that wasn't the reason. It was all becoming too much for me. The Daglance traders throwing their weight around, the engrams cozying up to Porrand. Not fond of responsibility, then? I'd have thought a mercenary would appreciate that, but perhaps I got you wrong. Yes, perhaps you did. Nach 2000 für so eine Hauptmission ist jetzt aber ein bisschen wenig. Neue Quest. Haben wir auch Nebenquests? Nee. Doch, da. Können da hin. Ja. So, hier lang. Castavir, I wanted to ask you something about Verma. Certainly, as long as you don't expect me to spill the Republic's secrets.
You mentioned that there were unsavory rumors about the vermin representative. What are they? Well, that certainly qualifies as a secret. Still, I suppose I've already renounced my citizenship. In short, it's thought that he pulled some strings to ensure victory in the election. Forging ballots, that kind of thing? Worse, he abducted opposition supporters. This caused outrage at first, of course. But soon people were too scared to speak up. He was the only candidate on the ballot in the end. Some would say that still counts as winning on merit. Before long, he was one of the Alliance's top dogs, but he could rise no further. After all, such a divided alliance is no match for the Empire. Really? Then perhaps you ought to have defected to the Empire instead. Perhaps so, but easy victories have never interested me. And I value freedom above all else. That's why I came to DIOFIELD, an island I knew nothing about. The perfect place to clean your conscience after all the dirty work you did. Well, I'd rather not think about that. What's that smell? Well, what a charming greeting. And it's probably the scent of death you're noticing. I've been using a lot of necromancy of late. No, it's not that. It's something else. It's... Oh, I know what it is. This smell is sometimes produced when synthesizing herbs for ancient sorcery. It's rather seductive, isn't it? I've heard it can put some people in a trance-like state. Unbelievable. Not content with corpses, you intend to bend the living to your will as well. Don't be ridiculous, I've done no such thing. Unless you're saying I've charmed you. You're a fool. Don't you know that hexes invariably invade their caster's mind? You must know that frequent use will corrupt your own existence. Oh, so you're concerned about me, are you? Of course I am. Well, you needn't worry. I am strong enough. Nothing can corrupt me. Baselessly confident, as always. Mind that you don't fall prey to your own pride. You're one to talk about baseless. Perhaps we are birds of a feather in that regard. Ja, ich hab so von Anfang an gewusst, dass Waterquinn nicht ganz knusper ist, ey. Aber sie ist immer noch auf unserer Seite, also scheint es halbwegs okay zu sein. Have you seen Waterquinn today? Ja, eben gerade. Yes. She's her usual self, despite everything. I can't believe she can be quite so nonchalant. Why are you so alarmed by her powers? They could be invaluable in battle. Oh, that hex was incredible. There's no doubt about that. But I worry that her moral compass has become distorted. Perhaps that's just the way she is, Fred. Either way, she'll keep us on our toes. Ich habe Sorge, wie sich Waterquinn verhalten wird, wenn wir gegen die Aufständischen vorgehen müssen. Ja, wir sollten sie im Auge behalten. Und das werden wir, also zur Sache. Ja, nicht, dass sie ihre Untotenarmee dann einfach auf die Dörfler loslässt oder sowas. Okay, mal schauen, gibt es mittlerweile was Neues im Laden? Nee. Immer noch die alten Kamellen. So, dann gehe ich mal hier hin. Genau, Fertigkeitsbaum. Attentat. Nee, Schattenschritt. Yes, aufs Maximum.
Was haben wir noch? Sprungangriff brauche ich nicht. Schildmauer ist mir nicht so wichtig. Was ist das hier? Axt der Gnade. Schildstoß. Ja, nee. Bin ich zufrieden mit. Was haben wir hier? Vergrößert den Zielbereich. Sehr gut. Nein, da brauche ich Stufe 5. Nee, Heilung selber nutze ich gar nicht so oft. Frostfessel. Ja. Und die Range auch nochmal verbessern. Was ist das? Pandemie. Ja, komm. Haben wir das auch nochmal. Pfeilregen, Betäubungsschuss nutze ich recht häufig. Was kann ich da verbessern? Fertigkeit und Reichweite. Schienenkanone habe ich nicht. Fallensteller würde ich halt gerne verbessern. Deswegen mache ich einmal Flickflack. So. Okay. Und schon sind die Imperiale. Uff. So, gibt es was Neues in der Waffenentwicklung? Nee. Na, ich habe auch noch keine neue Stufe freigeschaltet. Ah, kann ich noch nicht verbessern. Mal gucken, was es hier so gibt, wenn man den aufbessert. Ah ja. Nee, aber erstmal nicht, ist mir zu teuer und wahrscheinlich brauche ich dann bald nochmal ein bisschen Geld. Oh, dann auf geht's, würde ich sagen. Beende die Aufstände. Randalierer stören den Frieden in der Hauptstadt. Das darf nicht sein. Schlag den Aufstand sofort nieder. Ich glaube, langsam werde ich der Böse hier. Okay, 6 Minuten. Your mission today is to suppress a riot in Hodlem, a slum in Centralfield. The doctrine of democracy, invented on the continent, has begun to take root among the commoners. The reason for the sudden spread of democracy in the slums? Is this due to refugees from Southfield taking up residence there? Yes, the people's growing discontent is manifesting itself as violent riots and looting. You must urgently restore the peace. Bear in mind, however, that the rioters are not soldiers. They are civilians, unaccustomed to fighting. It is vital that casualties are kept to a minimum. Understood. Why should rioters receive special treatment? An enemy's an enemy. I, for one, shan't be going easy on them. Through our recent excursions, the Blue Foxes have built up a formidable reputation in Centralfield. It is likely that some rioters will immediately surrender their arms upon your arrival. That's right. All the more reason to avoid bloodshed. I don't make concessions in battle. They may be vulnerable, people coerced into participating. So you will have to on this occasion, Walter Crypt. It's their own fault for being completely powerless and spineless. Why should I feel any pity? What's wrong with you? As mercenaries, our livelihood is in violence. Sometimes we must take lives, but Duke Hende ordered for no unnecessary deaths. We must uphold that. Let us depart. Also ich würde Quinn auf jeden Fall nicht mitnehmen jetzt. Schon die Truhe gesehen im Hintergrund. No one told me we'd have to fight the Blue Foxes. I'm out. There's no way we can beat him. You think this is a game you can quit anytime? You want to die a dog's death in poverty instead? But what chance do we stand against them? They're disorganized. Without a strong leader, they can't fight as a unit. That alone should teach them that democracy is an unrealistic ideal. Is it? Under the right guidance, I think it could make the world a better place. Guidance? Iska, the only guidance commoners need is from their king. This isn't a political movement. It's a pretext for outlaws to stir up trouble. Come on, Fred. People are risking their lives to express their opposition to the royal government. Have you not thought about why that might be?
All they want is a normal life for their family and friends. Their methods might be wrong, but I wouldn't dismiss their plight because of that. Ich sage ja, Iskarion ist der Beste. We must seize control of this place and ensure our defenses remain unbroken. Stay focused. The enemy is right in front of us. Aye, aye. I'm well aware. I'll say this but once more. Please do not be reckless, Walter Quinn. Me? Reckless? Perish the thought. Das geht doch alles schief. Okay, genau, 6 Minuten. Keiner darf fallen. Und irgendwo ist eine Truhe versteckt. Ich glaube, vorhin hatte ich gar nicht die Truhe gesehen, sondern die Barrikaden. Ach ja, genau. So weit weg. Ah ja. Du machst das schon. Very well. I'll show you what I can do. So, Frostfessel ist jetzt auch ein bisschen größer. Krieg ich die alle rein. Auf den. So, ich glaube, ich mache einen Schattenschritt. Genau, habe ich ihn schon mal hier am Ziel. Nice. Okay. Nö. Zudem. Und den hier kann ich anders aufhalten mit dem Betäubungsschuss. Du schaffst das hier alleine. Okay, sehr gut. Ja. Dann haben wir das auch. Aber du hol das Ding hier mal. They just died. They just died. Ganz trocken. Oh, warte. Ich weiß gar nicht, erwischt Frostfessel auch das Fass mit? Nee, das nicht. Warte. Oh, ich hab dem falschen Befehl gegeben. Oh, ich dachte, das wäre Bogenschütze. Naja. Kriegt halt ein bisschen Schaden, ist ja egal. Ist ja nicht so strong. Aber hier sollen wir mal die beiden Kugeln auf, bitte. Ich dachte halt gerade wirklich, er wäre mein Bogenschütze gewesen. Aus der Perspektive erkenne ich das manchmal gar nicht, wer ist. So, der stirbt vorher. Perfekt. Also von allen Seiten. There's nothing more terrifying than a man with nothing to lose. And a whole mob of such men is even worse. It won't be easy trying to quell them. But quell them we will. Calmly and carefully. So, jetzt aber. I'll show you what I can do. On my way. Okay, da hau ich jetzt eine Pandemie rein. Embrace death. Easy. So, warte, jetzt muss ich mal gucken, wo die anderen herkommen. Ne, nicht von da. Gehen die dann hier so rum? Ah, das weiß ich noch nicht. Ja, ich glaube, ich fange die anderen ab, die von oben kommen. Und zwar hier. I'll show you what I can do. Understood. Ah, da muss ich jetzt schnell reagieren. Attentäter. Target eliminated. So, mal schauen, wo die Bogenschützen... Ah, die gehen den ganzen Weg rum. Na gut. Oder? Nee, machen sie doch nicht. Machen sie doch nicht. Dann hau ich hier auch nochmal eine Falle rein. I'll show you what I can do.
Und die Pulverfass-Sache, genau. So eine Pandemie hinterher schieben. Yes. Oh, das sammle ich hier mal ein. Ha, das mochten die auch nicht. Und auch nochmal Pandemie und dann ist das auch erledigt. They just died. Oh, they just died. Ja. They're even bringing out the Cavaliers. What a warm welcome this is. This looks like fun. Maybe it's time for me to show what I can really do. Tu's nicht, How many Quinn. times do I have to tell you? I don't take orders from you. Walter Quinn, Iscarian, stay focused. The enemy's approaching. Ich finde, Andreas sollte sich schon ein bisschen mehr mal einmischen. Okay, warte, wo kamen die jetzt her? Von da unten und die anderen? Von da hinten. Ja gut, dann hau ich die Falle erstmal hier hin. I'll show you what I can do. Okay, komm. I've got it. Ja, jetzt hat sie nächste Stufe erreicht. Perfekt. Embrace death. So, jetzt muss man schauen. Die anderen kommen ja dann wahrscheinlich von der Seite. I'll show you what I can do. Und er kann jetzt nochmal den berittenen Ansturm machen. Die kurz nochmal zurückschieben. Also er macht das gut Damage. Jo, das war's mit denen fast. Welcher von beiden macht das? Weiß ich gerade nicht. Beide machen das. Next target. Komm, mach kaputt. Yes. I've got it. Embrace death. Ja, das wird er nicht mögen. Bam, 3 tot. Naja, nur einer, schade. So, der haut nochmal eine Falle mitten rein. Ist dann zwar nicht ganz so stark, aber ist stark genug. Und der Bogenschütze. Weg mit dem. Warte mal, alle mal aus dem Weg nehmen. Ja, das hat er sich, glaube ich, anders vorgestellt. Understood. Target eliminated. I understand. Okay. How infuriating. Oh Gott. Das macht überhaupt keinen Spaß. Warum muss ich mich mit diesen Schwächlingen befassen? Sie sind erbärmlich. Du bist erbärmlich. Right away. Ja, man sieht schon, also sie wird gleich ausrasten. Ich glaube nicht, dass das hier gut ausgeht. I'll show you what I can do. I've got it. Okay, von da kommt die andere Gruppierung. Und die lassen sich Zeit. Oh, die lassen sich hier keine Zeit. Guti, dann werde ich da nochmal eine Falle hinhauen. Dann muss ich mich um die rechte Seite kümmern. Jetzt haben sie mich schon gesehen. Embrace death. Stopp. Da mache ich was. Berittener Ansturm bis hier hinten. Und dann müsste das die doch in die Luft jagen, oder was? Ja, komm. Genau, so habe ich mir das vorgestellt. Ja, komm, stirb vor. Oh, tut er nicht. Ja, dann machen wir ein Attentat. Next target. Okay. Right away. Ich glaube, ich mache da noch eine Falle ran. So. I'll show you what I can do. Kriegen die doch gut Schaden, denke ich mal. So. Ah, Schattenschritt reicht noch nicht. Aber... Ne, jetzt erstmal Pandemie rein. Embrace death. Embrace death. Yes. You're no fun. Oh, warte. Schnell. Mach irgendeinen Angriff. Yes. Stirbt davor. Nö. Attentat.
Next target. Ich glaube, da hau ich jetzt noch eine Falle rauf. I'll show you what I can do. Ich bin jetzt mal gespannt, was jetzt passiert. On my way. Understood. So. Oh, und die nächste. Very well. Ich geh mal einen Schritt. Jetzt müssen wir noch in die Falle reinlatschen. Ha! Genial. Mission erfüllt. Fallensteller ist eine richtig geile Skill, die mag ich. I have achieved a greater grasp of my art. Level up, mittlerweile habe ich echt viel Geld. Irgendwas bei 40.000 rum. Have you lost your mind? Oh dear. They must be even weaker than I thought. Walter Quinn, our orders! That's the last one, I promise. Last one? How many have you killed? Maybe 10? 10? These are ordinary people, fooled into disorder by the hollow promise of a better life. They may have broken the law, but they certainly don't deserve death. Look, we stopped the riot, didn't we? What's the problem? The problem is that the Blue Foxes have slaughtered defenseless civilians. That's what people will be saying about us now. We've lost the good reputation we worked so hard to earn. But a bad reputation has its advantages too, no? You did this on purpose? Just to make life difficult? Let's pick this up later, Fred. We have to go. Andreas will es immer später besprechen. Ey, kümmere dich mal um den Scheiß. Ich glaube, der erkennt den Ernst der Lage nicht. Over 6 months have passed since the Troveldshovian Empire captured Teggaria Naval Base. Several attempts were made to retake the base during this period, but Commander Osmoldo Selica's garrison has proved impossible to displace. Osmoldo's forces are clearly superior, yet he has made no attempt to push on beyond Teggarias. A state of affairs that left the royal government perplexed as to his motives. In the meantime, the Blue Foxes have been put to work suppressing riots in the slums of Central Field. While doing so, Walter Quinn shocks her comrades by ignoring orders and deploying lethal force. On the one hand, Walter Quinn's violent conduct achieves the desired result. The terrified rioters promptly surrender. On the other hand, it severely tarnishes the Blue Fox's reputation, rightly or wrongly mocking them as ruthless killers. As a result, their patron, Duke Hende, has also become a target for criticism from other members of the Lord's Council. Though this did little to discourage him from continuing to strengthen his grip over Southfield. Before the month was up, the Duke had become the de facto ruler of the entire region. Lorraine, we require an urgent update regarding the situation at Teggarias. Of course. But may I ask why? We're going to retake it. What? Duke Hende hasn't mentioned any such plans. He's preoccupied with Southfield at the moment. A preoccupation that is causing his position on the council to grow weaker by the day. It's not a problem for us yet, but it will make life difficult in the long term. However, if we liberate the base, well, then the Duke's detractors would have to stop their carping about his involvement in Southfield. And have you thought of a strategy?
The royal army appears to be at a loss thus far. I have a strategy, and I'm confident that we will succeed. Very well. Aha, Umarida, ihr seid gekommen? Thank you. Ja, Andreas, danke für die Einladung zu den Blaufüchsen. Ich werde euch gleich den anderen vorstellen, wenn es euch recht ist. Gern. Das sind die Leute, auf die ihr euch im Kampf verlassen müsst. Macht bitte einen guten Eindruck. Understood. Natürlich. So, wieder 2000. So, was ich jetzt noch gar nicht gemacht habe, war mal zwischendurch zu speichern. Ich glaube, das haue ich jetzt hier nochmal rein. So, das Lachen der Füchse. Oh Gott. So, was haben wir denn hier? Ein paar Nebentalks. Andreas, I have a question for you. What is it, Donovan? How do you go about selecting members for the Blue Foxes? The unit contains knights, mercenaries, foreign soldiers, thieves, capable warriors, one and all. I find people with talent, that's all. Indeed. I doubt I have ever seen such a force. Not even in my time in King Rhaegal's guards. You defended King Rhaegal? Yes. Our ranks were full of honorable knights, but over time their dedication waned. They began to act for their own profit, thinking only of ways to best their competition. You left out of disgust for what they had become. I did. And now I pray that the Blue Foxes do not fall prey to the same ailment. We shall not. You seem very certain of that. I have not a single doubt. I've got quite a tale for you, Andreas. Have you now? I'd been hoping to speak to you too, as it happens. Who were those men who visited you earlier? They work for nobles who recently moved from Southfield to Centralfield. It seems they've made quite the fortune from some sordid dealings, and are in need of bodyguards. It was a request for the Blue Foxes? No, they wanted me to abandon the unit and take some able hands with me. So I put your name forward as well. If you leave, I shall follow. I have no intention of leaving. They say they'll pay double. It could be quadruple and it would make no difference. Very well. I know a man who can't be convinced when I see one. I have no interest, but if you want to leave, I shan't stop you. No, I'm staying. I'm not about to leave just because you've told me I can. Do what you will. I've not the attachment to you that you may think I do. That much is plain, but you'll come around eventually. Oh yes, schon wieder 2000. Also wenn die nächste Fuhre an Waffen kommt, dann kann ich mir die hoffentlich diesmal leisten direkt. Who's this, Riaz? Umarida Barrios, a bounty huntress. She had been set to join the army as a private, but I offered her a place with us instead. She seems capable. Oh, I'd say you were. Wouldn't you, Umarida? Yes. What about her background? She used to serve a noble house in Southfield. They were traders. They lost their estate, and Umarida decided that the royal army was her only option. I see. Well, good work, Riaz. I never knew you had such an eye for talent. Hey,
What do you mean? Ich meine, Rias hat ja auch Waterkunde eingestellt, also... Humarida Barriers, eine wortkarge und geheimnisvolle Söldnerin, unter deren rauer Schale sich absolute Entschlossenheit verbirgt. Sie ist eine geschickte Schützin und darauf spezialisiert, mit Feuerwaffen einzelne Gegner zu erledigen. Warum auf einmal all die vielen neuen Rekruten? Das wirst du in der Besprechung erfahren. Vor uns liegt eine wichtige Aufgabe. Interessant, dann freue ich mich auf die Strategiebesprechung. So, da geht's hin. Oh, wir haben ein paar Nebenaufgaben. Warte mal, habe ich die denn jetzt? Jetzt muss ich mal eben gucken. Ausrüstung. Level 20. Level 24 direkt. Das ist eigentlich nicht schlecht. So, Rickenback hat aber Fallensteller. Das ist natürlich... Ich weiß nicht, ob ich die aufgeben möchte. So, sie hat Schienenkanone, Granate, Fächerformation. Okay, warte mal. Das kann man auch alles vor der Mission bearbeiten. Okay, was haben wir hier? Wälder von Judina. Eine Aufforderung, die Wälder von Judina zu erkunden. Lösche den Feind aus und schließe die Mission ab. In 6 Minuten. Ja, die Nebenmissionen, die gehen ja meistens immer. Genau. Jetzt gehe ich mal in den Laden rein. Waffen. Und sie hat dann ja wahrscheinlich ein Gewehr, ne? Mal schauen, was ist denn Granate? Aha, okay. Und Chaosschwarm. Oh, ist auch cool. Das ist nicht schlecht. Schienenkanone. Ha! Okay, das ist auch cool. Weiß ich gar nicht, was ich besser finde. Ja, ich glaube, ich hole dir erstmal das. So. Und Zubehör. Was haben wir denn hier Schönes? Ja, Glück, Technik, Stiefel. Ich glaube, was macht Technik nochmal besser? Das Ding hole ich mal einmal. So. Dann Ausrüstung. Kriegt sie nämlich. Das Ding ist die Technik ein bisschen stärker. Okay, Einheit bearbeiten. Es tut mir ein bisschen leid, aber ich glaube, Rickenback fliegt raus. So. Ach, guck mal. Er ist ein Chevalier. Ah, ich glaube, das tausche ich auch aus. So, tschüss. Estalt, Magier. Ne, ich glaube, das lasse ich so. Ja, dann muss ich den mal ausrüsten noch, ne? Ne, nicht hier, sondern in den Shop. Gehen wir in den Laden. Waffen. So, der kämpft dann auch mit Lanzen, ist wahrscheinlich, genau. Andere Sachen kann er nicht, ne? Ne. Ja, soll er das kriegen? Okay, dann bin ich, glaube ich, zufrieden. Ja, doch, ich fühle mich zufrieden. Mission starten. So, was war das? Einfach nur schnell sein, ne? Waren die Bedingungen. Das Einzige, was ein bisschen schade ist, jetzt habe ich Fallenstelle erstmal nicht mehr drin. Aber vielleicht sind die neuen Skills ja trotzdem halt nice, ne? Das wird sich gleich mal zeigen. So, erstmal schauen. Hier ist Angriffswut. Was macht das nochmal? Ist es das? Und Pferdetritt. Tauscht die Position, ne? Ja. Ha! Es ist ja lustig. Jetzt ist er mittendrin quasi. Kann, glaube ich, auch für ganz coole Situationen sorgen. Stirbt er vor, tut er nicht. Da müssen wir ihn kurz mal betäuben.
fun. I've got it. So, gib mir das. Aha. Schattenschritt. I'll take you down. Oh, ist er direkt weg. Ja, es tut mir leid. Ah, schnapp dir den. So, Angriffswut ist das. Okay, jetzt mal gucken. Granate oder Dings? Komm, ich mach mal. Oh, ho. Ich mach mal das Ding. Das ist doch ganz cool. Würde ich mal meinen. Target eliminated. Another one down. Go. All according to plan. Okay. Understood. I'll take you down. Andrews könnte das ja auch alles alleine erledigen, ne? Ganz ehrlich. I've got it. So. Außer Reichweite. Aber jetzt nicht mehr. So. I won't miss. Very well. Das ging doch gerade noch auf. They just died. Understood. They just died. So, stopp. Ah, kommt nicht an. Na gut, dann machen wir es so. I'll take you down. Right away. Enemy down. Na, den friere ich vorher ein. You will die. On my way. Be gone with you. Und Attentat. Tschüss. Aber das war's noch nicht. Irgendwas spawnt doch jetzt. Ach, da. Hab ich gar nicht gesehen. Das ist ja nur ein Durchgang. Schau mal einer, guck. Da habe ich jetzt viel zu viel von meinen Fähigkeiten verballert. Ach so, ja, die patrouillieren jetzt hier alle so ein bisschen. Ha! Ja, doof, ne? Right away. So. Ah, Pferdetritt braucht ein bisschen mehr Range, habe ich das Gefühl. One must be decisive when the time comes. Bam. War schon lustig ist, dass man die dann mitten hier ins Feld reinhauen kann. So, der hier will mich doch überraschen da hinten. I'll take you down. Next target. Go. So, betäuben. Ja. Understood. On my way. Eine Granate rüberschmeißen. Ich weiß gar nicht, was das Granate heißt. Das ist irgendwie gar keine Granate. So. Sag mal, beweg dich mal da raus, bitte. Danke. Very well. Yet another foe defeated. Was Großes jetzt? Ja, nur die 3, das wäre ja ein bisschen mau. Understood. Jetzt wäre zum Beispiel ein perfekter Moment für Fallensteller-Move gewesen. Aber egal. Pandemie. Zack. Dann haben wir hier nochmal. Chaos-Schwarm geht auch immer nur auf einen, ne? Aber Granate auf alle. Okay. Ja, weiß ich nicht, wie geil ich die finde. So. I'll take you down. On my way. Kurz mal da rauswatscheln. Schafft das noch? Right away. Ja. I've got it. Gib mir die EP. Braucht die. I understand. Okay. Embrace death.
They just die right away. So, auf den anderen? Nee, reicht nicht. One must be decisive when the time comes. Ist natürlich ganz gut, dass man die Gegner auch umpositionieren kann für den Hinterhalt. So. Understood. Das verstehe ich halt nicht, ne? Wie kein Ziel in Reichweite. Das ist doch, da ist doch ein Ziel. Oder kann man Pferdetritt nicht gegen Pferde machen? Weil die dann zu groß sind oder was? I'll take you down. Enemy down. I understand. So, war's das? Ja gut, das ging. Aber die Nebenmissionen sind ja immer nicht so knusper. Oh, bisschen Gold zum Schmieden. Ja, mein zweiter Chevalier ist halt auch nur Level 20, das ist nicht so gut. Okay, ich vermisse jetzt schon Fallensteller, ne? Es tut mir leid, ich habe es zurückgeändert. Ich weiß noch nicht, wie zufrieden ich hiermit bin, aber ich glaube, das lasse ich so. Okay. Eine Aufforderung, Grost Crypt zu erkunden. Lösche den Feind aus und schließe die Mission ab. Ja, vielleicht werde ich off-stream mit den Charakteren nochmal ein bisschen hin und her testen, damit ich mein Team finden kann. Ach, ich bin so hin und her. Ach komm. Ich glaube, bei Verteidigungsmissionen nehme ich Fallensteller wieder rein. Aber wenn jetzt hier so eine Angriffsmission ist, dann brauche ich's dann nicht, die Skill. Mal wieder dieses Off-Stream. Okay. Jetzt muss ich mich hier aufteilen. Mache ich aber auch. Geht ihr mal hier hin. Geht ihr mal dahin. So. Kleiner Vorstoß. Push forward. I understand. I'll take you down. Ah gut, die performen natürlich viel stärker. So ein. So, was macht das jetzt mal? Fügt dem Ziel Schaden zu, bewirkt zufallsgesteuert entweder Verbrennung, Verzögerung, Vergiftung oder Betäubung. Die anderen Statusleiden können mit einer Chance von 30% ebenfalls verursacht werden. Es ist schon gut, ne? Eigentlich, wenn man drüber nachdenkt. Ja, der ist betäubt. Das ist natürlich echt nicht schlecht. So. Die friere ich mal kurz ein. Kriege ich das nicht hin? Nee. Aber so. Form Ranks! So. So. Okay, das war's. On my way. I've got it. Geh schon mal dahin. Ja komm, der ist vorher tot, der ist vorher tot. Greif doch mal an. Danke. So, geh auch schon mal zum Ziel. It's been secured. Haha. Ja, ich glaube, ich werde auch nochmal SP benutzen, um Chaos-Schwarm zu verbessern. Ich glaube, da wird das eine richtig gute Skill. Understood. Very well. Ich kann ja später irgendwann Iskarion mal wieder einen Bogen geben, der Fallensteller hat, und dann ist alles in Ordnung. Ah, nee, da warte ich lieber. Genau, weil jetzt kann ich den nicht frösteln. So, mal auf die andere Seite. Here I go. Form Ranks!
Also die alle jetzt hier auf dem Haufen geladen. Zack, 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 zack. Er ist einfach der Stärkste. Ja, für den bräuchte ich es jetzt nicht. Ich glaube, den mache ich normal fertig, oder? Weil der hat noch so viel Health. Ja, doch, Attentat. Okay, sonst ist ja nicht mehr viel. Ah, da hinten, das muss dann aufgemacht werden gleich. So, schick den mal hier rüber. Bam. Kannst du das Ding hier schon mal aufmachen? Ah, warte. Und. Nee, nicht auf den, nicht auf den. Nee. Ja, doch, auf den wollte ich gerade. Hier, auf den. Genau, den können wir mal einfrieren. Ah, ich glaube, da brauche ich jetzt nicht mehr Special. Perfekt, er hat's ja auch gleich. It's been secured. Kommt da jetzt irgendein Gegner oder was? Oder? Ach. Ach, so ein kleiner halt, ne? So, gib mir mal die LP. Ja, ich glaube, braucht den dann nur alleine hinschicken, der macht das schon. So. Kommt er mit dem Vorstoß? Nee, kommt er nicht. So, stop. Wie hittet das Ding? Okay. Easy. Den Vorstoß. Oh, aber das hole ich mir hier kurz nebenbei. Yes. Another one bites the dust. Achso, die Tür geht dann auch gleich auf. Dann kann ich die schon mal darüber schicken. Understood. Capture successful. Auch wieder was Großes, oder? Gib mir einen Drachen. Skelettdrachen. Nee, wieder so ein Dulli. Right away. So, Vorstoß. On my way. Und dann haben wir hier nämlich nochmal Chaos-Schwarm direkt auf ihn. Ah, sehr schön. Embrace death. Embrace death. I understand. So, ist mir egal. Ich gehe einfach wieder auf die andere Seite. Und das war's. Na komm. Ja, ich sag doch. Sammeln wir das mal bitte ein hier. Danke. Das will ich auch haben. Okay. Es geht tatsächlich schneller, wenn mehrere Leute am Turm dran sind. Oh ja, ist ja nix. Right away. On my way. Jetzt nur mal ein bisschen schneller sein. So, guck mal. Obwohl, ne, da warte ich nochmal ab. Understood. Muss hier irgendeinen Angriff planen. So, erstmal schiebe ich die alle ein bisschen weg wieder. Sind die auch auf einem Haufen. Nochmal gedebufft. So, Pandemie kriegen die auch nochmal rauf. So. Here I go.
Rasche ich den hier nochmal. Und jetzt wird's Zeit für Fenrir. Weil der eine auch schon angreifen will. Genau, jetzt haben wir meine Ruhe. Alle eingefrierpselt. Zack. Target eliminated. I've got it. Next target. On my way. Das war's doch, oder was? Jo. Brauchen wir wieder ein paar SP. I've learned some new tricks. Okay, ja. Dann direkt die Hauptmission. Acht Minuten. Die Mission ist streng geheim. Alles Weitere erkläre ich in der Strategiebesprechung. Oh. Listen up, Blue Foxes. We are deploying to Teggarias port to seize it. What? A bit ambitious for a small unit like ours, don't you think? Finally, a battle worthy of the name. What's the plan? Let's hear a situation report before making any plans. Lorraine, if you would. Very well. 6,000 Imperial soldiers have been positioned to hold a defensive line between the base and the western grasslands. The Royal Army has already stationed 20,000 troops in the area. But their attempts to break through the line have so far been futile. We only have 600 people. Outnumbered 10 to 1. A frontal assault is hopeless. The Imperial and Royal armies are at a complete deadlock, solely focused on keeping a watchful eye on their opponent's movements. We'll set off from Southfield, now in the Duke's domain, circle around Teggarian naval base, and launch our attack from the sea. The Empire isn't yet aware who's now controlling Southfield. They won't see this coming. I see. Taking advantage of Duke Hendes' domestic conquest, eh? The only troops stationed at the base itself are Commander Osmaldo and a handful of officers. If we take them out, the Empire's defensive line will be leaderless and prone to collapse. Alatane can then push through with numbers alone. Using our hapless allies as bait while we sneak up to stab the enemy in the back. Genius. I don't share Quinn's enthusiasm, but I agree that it is time for us to seize the initiative. I suggest we deploy at once. Commander, we've received reports of a hostile unit approaching from the sea. Impossible. How could they enter these waters? We're blocking the northern and eastern routes. The south is a self-governing zone, outside the royal sphere of influence. They would never cooperate with the Royal Army. I can't explain it, Commander, but the fact remains, they are almost upon us. Engage them at once. Zavatian himself fought to secure this base as our gateway into Alatane. We will not forfeit it. Understood, Commander. We're under attack! All units, prepare for battle! Why are Alatanian forces attacking from the sea? The plan worked. We've taken them by surprise. Stay focused, everyone! Patrols, attack in waves. Buy us time to intercept. Oh. They reacted quickly. They must have a fine commander. Yes. And if we take him out, his forces will crumble. We've done it before, and we can do it again.
Let's finish this before more enemies arrive. Die ja auch einfach mal einen Riesen auf ihrer Seite haben. Was ist da los? Okay, ich starte direkt. So, da ist die Truhe. Das habe ich in der Szene eben schon gesehen. Da muss ich irgendwen hinwuseln lassen. Der ist so ein bisschen stärker. Ansonsten... Ah, gut, die Kanone. Da muss ich schnell hinkommen. Aber ansonsten ist das machbar. Machbar. Jetzt weiß ich gar nicht, wie ist seine Range nochmal vom Pferdetritt? Kommt er jetzt zu dem? Ja. Packe ich den schon mal hier rein. Und hol dir die Truhe jetzt. So. Be gone with you. Hinterhalt. Ne, die Granate reicht nicht. Reicht der Chaos-Schwarm? Auch nicht. Dann machen wir ein... Ah! Ich glaube, ich fröstel die jetzt mal kurz ein. Das funktioniert ja auch gut. Ja. Long live the Empire. Was gab's jetzt hier wieder? Ja, der Kristall. Genau. Kennt man ja. So, ich muss einfach nur mal ihn da rausnehmen. So. Hol dir mal das. Und das. Oh, ich muss mal meinen Controller laden nebenbei. Oh, warte. Jetzt. Oh, du greifst schon noch an, oder? Komm, hier mal noch nach vorne ein bisschen. Okay. Jetzt patrouilliert der eine denn da so wild. So, für den mache ich doch gerne mal einen Schattenschritt. Zack. Und... nee, warte. Attentat. So, raus aus der Range. Die beiden schicke ich mal so lang. Dann passiert denen auch nichts. Okay, super. Täubungsschuss. So, sammeln wir mal das und das ein. I take you down. The Empire. So, warte. Können wir es so machen. Dann kann er direkt schon mal das Ding holen. Ihr geht auch schon mal hier weiter. Er schafft das schon alleine. Warte, was ist hier oben? Ah, nichts. Okay, kleinen Vorstoß. Ich glaube, ich friere die kurz mal ein. Habe ich ein bisschen mehr Zeit. Zack. Können die das beim Sterben noch sagen? So. Kleiner Chaos-Schwarm vielleicht. Ah, vergiftet. Oh, scheiße, ja, stimmt. Die Kanone hat ja eine fiese Range, merke ich gerade. Da wusel ich jetzt einfach mal hin. So, klein. Ah, reicht noch nicht. Okay, stopp. Fröstelt mal bitte. Kein Bock auf diese Kanone. Ah, die hält ordentlich aus. Ich kann euch den ganzen Tag einfrieren, wenn es euch passt.
So, warte. Es wird Zeit für einen Schattenschritt. Die Empire. So, oh, warte. Sammeln wir das nochmal ein. Und jetzt dahin. Embrace death. So. Here I go. Und nochmal ein paar Effekte drauf auf den. Understood. Ich weiß nicht, wie stark sind so die Skills. Aber das macht guten Schaden. Understood. Be gone with you. Be gone with you. So, healthmäßig sind alle noch gut dabei. Sollen wir mal das Ding hier noch ein. Okay, super. Understood. Oha. All units, take your positions! Firing the cannons is our top priority! Echt Kanone. We ambushed them and they adapted. There's a reason why the Empire is feared. What is it, Estelt? Are you scared? I'm not scared. I'm here because I want to get stronger. That's a good attitude, lad. But use your head, eh? Charging head-on into cannon fire will make mincemeat of us. We must take the flanks first. I know that. Honestly, stop treating me like a child. Welche Kanone? Die ist weg, Leute. Alles schon erledigt. So, und jetzt geht's nämlich den hier an den Kragen. Oh, möchte mal einen Chaos-Schwarm. Ah, ist echt nicht schlecht, das Ding. So, stoßen wir mal nach vorne. Oh, es reicht nicht, es reicht nicht. Machen wir eine Pandemie. Ah doch, es hatte gereicht, ist gerade umgekippt, ne? Oh, warte. Muss noch kurz warten, Jetzt. Betäubungsschuss. Oh, es war knapp. Jetzt haben wir da das ein. Warte. Angriff, genau. Jetzt wäre natürlich Fallensteller ganz cool, aber gibt's nicht. Wie viele sind das? Sind gar nicht so viele. Auch so einen kleinen Fenrir. Oh, warte. Oh ja. Einmal durch die ganze Reihe. Das, sehr schön. Das hat mir gefallen. Pandemie. Embrace death. Embrace death. Zack. Und hat er noch Fächerformation? Ja, genau. Es geht auch auf alle in der Reihe. Ja, das war's, Leute. Das war's einfach mit euch. Oh, warte, du lebst noch. Warum lebst du noch? Greift ihn an. Danke. Oh, krieg ich die Heilung dann nicht? You've done well to make it this far, soldiers of Alatain. Level 30. I expected far less from you. So you're the commander, yes? Well, I'm afraid this is our territory. I see. You must be the ones who slew Olog and thwarted our plans in the harbor. Well, I won't be as easily defeated as he was. Men, take aim! Their ranged support from on high isn't going to help our situation. Kigus unit, advance! We're trapped. Ja. What should we... Isn't it obvious? We kill the commander just like we planned. Come on, let's give them a good show. Oh, dass sie mich echt jetzt wieder hier runtergesäbelt haben. Okay. So, also erstmal muss ich die Bonuseinheiten hier loswerden. Das geht sonst nicht. Oh, oder der ist eh jetzt schon fast tot. Be gone with you. Machen wir den auch gleich. Kleinen Angriff. Super. Dann müssen die hier gleich dran glauben. Betäubungsschuss auf den.
Okay, Zeit für Fenrir. Ja, nee, Schattenschritt wäre jetzt übertrieben. Aber er kann mal einen kleinen Vorstoß. Nee, dann machen wir berittenen Ansturm. Ja, ist besser. Schubst dich mal kurz weg. Ein Stück. Und der eine stirbt auch dadurch. Another foe defeated. So, der Boss ist jetzt kurz immun gegen Frösteln. Ist natürlich nicht so cool. Mein Schattenschritt. Ah. Ja, Pandemie. Jetzt könnte er natürlich... Betäubungsschuss. Okay, super. Die EP hole ich mir. Okay. Hol du dir mal die Heilung, bitte. Au, 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 au. Ihr... So, danke. So, dann mach du mal kurz... Ja, vielleicht einfach Heilung aus sich selbst. Okay. Warte, er steht gar nicht gut, ne? Das ändere ich mal. Guck mal, können wir mit Chaos Schwarm jetzt noch mal ein paar Status auf ihn raufpacken, obwohl jetzt einmal erledigt. Wushu. Warte. Kann er sich das hier mal holen? Okay, super. Ich kann ja auf jeden Fall gleich nochmal einfrieren, wenn es nötig wird. Was? Oh, oh, warte. Mal Fenrir. Sollte jetzt wieder gehen, oder? Ja. Okay. Here I go. Watch this. Yes. Understood. Ihr vorlauten Kleinen. Verteidigt Kommandant Osmaldo. Na, versucht's doch. Dass die da sind. Hab ich das hier erledigt. So, gehen wir auf die andere Seite. Okay, Chaos-Schwarm. Yes, er ist betäubselt. Und das war's. Hab ich jetzt gewonnen? Nee, na, ich muss die hier noch erledigen. Na gut. So, auch kein Ding. Ist auch immer der da fort. Na komm. Macht euch weg. Bleibt er immer noch auf dem Feld? Ja. Oh, 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 oh. Raus da, raus da, raus da, raus da. Yes. Na komm. Als Hinterhaltsskill ist das natürlich besser. So, den hole ich mir. Okay. Das war's jetzt aber, oder was? Mission erfüllt! Puh. Ja, in der Hälfte der Zeit ungefähr. Nicht ganz. Kapitel 4.
The Blue Foxes defeat General Osmaldo at Teggaria, delivering a blow to the Imperial front line. Seizing their opportunity, the Alitanian forces pour forward into the base, striking the Imperial troops as they reel from the previous attack. The Imperial forces crumple in disarray and are forced to retreat across the sea. And so, after 6 long months of occupation, Teggaria is reclaimed by the kingdom. Word of this great victory spreads throughout DIOFIELD, along with rousing tales of the heroic Blue Foxes. Frederick, Walter Quinn, Iskarion, and Andreas all receive accolades from the royal government. And the Blue Foxes are promoted from mere mercenaries to Knights of the Lord's Council. Their triumphant return is celebrated lavishly, with glasses being raised all over Central Field, voices echoing their names across the land. Two months have passed, and with the Empire repelled, the political squabbling amongst members of the Lord's Council resumes. The question of royal succession, little discussed upon the death of Prince Ivangar, surfaces again, and tension between the factions increases by the day. Lord Councillor Kimball is in favor of the second-born, Victor Shatham, while Lord Councillor Joshua has thrown his weight behind the third-born, Starris Shatham. Duke Hende declines to pick a side, instead biding his time, waiting to see what might develop. While he waits, the Duke begins to search for new jade deposits, ostensibly mindful of the potential for war. Said to be in preparation for foreign aggression, in reality, it is simply a front for his ambitions, a means to gain a factional edge. The search for jade deposits will take place in the frontier, a vast swathe of unexplored land. The task of surveying this territory falls to the Blue Foxes. Fred, I think it is better if you stay here while I head for the frontier. You can fulfill the Duke's order without me? Aye. There are still occasional riots here in Central Field. It would be unwise to conduct a full-scale expedition with Must we go at all? Tempers are still running hot after the massacre in the slums. Now would seem a good time to focus on quelling the unrest. Still, I suppose we cannot simply ignore an order from Duke Hende. Indeed. I knew you would understand. And as I said, setting out in force is dangerous. Better that I take a small unit with me. Then have Walter Quinn accompany you. Walter Quinn? Why? Having her here, with the massacre and all, makes me uncomfortable. She makes me uncomfortable. It might also be a good idea to keep her away from Duke Hende for a while. I can't be her babysitter, you know. Iska and I will hold the fort here. Please, Rias. Fine. But you owe me for this one, Fred. Oh, I know it. Yes, wieder 2000. Ach, schon wieder richtig viel Geld. Do me proud. Und sag Quinn vorab, dass sie mit dir kommen wird. Ich will bei der Besprechung keinen Krach. Ah, wenn es sein muss. Ja, tut mir leid. Ja, mir ist Quinn ehrlich gesagt auch nicht geheuer. Und ich weiß nicht, warum wir sie noch so lange mitschleppen.
Oh, hier gibt es ein paar Missionen. Ich nehme die schon mal an. Got a sec? Habt ihr kurz Zeit für mich, Andreas? Worum geht's? Der Krieg hat die Nachfrage nach Eisen explodieren lassen. Damit könnten wir richtig Reibach machen. Klingt vielversprechend. Nicht wahr? Das Problem ist nur, dass ich gerade kein Geld habe, um Eisen zu kaufen. Ich verstehe. Lasst es mich überdenken. Denkt nur nicht zu lange. Wer weiß, wann die Nachfrage wieder schwindet. 10.000. Das ist eine große Hilfe, dann steige ich mal in den Eisenhandel ein. Mit den Profiten werden wir unsere Einrichtung erweitern und verbessern. Natürlich. Ich wende mich wieder an euch, wenn sich etwas ergibt. Auf 10.000. Eieiei. Erhöht die auf Mission verdiente Goldmenge um weitere 5%. Ja, wenigstens das. Dann kommt es ja wieder alles rein. So, hier ist nochmal eine Mission. Oh Gott. Rumgehen. Oh. Hey Rias, jo. Ich helfe gerade, das neue Menü zu entwickeln und würde gerne ein paar Fischgerichte hinzufügen. Klingt verlockend. Ich weiß ja, du liebst Fisch. Ich dachte, ich könnte welchen von dem berühmten Hafen in Eastfield bekommen, aber nun ja. Wieder Banditen, nehme ich an. Also es ist eher so, dass die Fischer nun alle Banditen sind und keiner mehr angelt. Es klingt, als hätte die Inkompetenz der Lords ihnen das Leben als Fischer unmöglich gemacht. Und dennoch, Räuberei darf nicht ungestraft bleiben, aus welchem Grund auch immer. Hast du recht, sorgen wir dafür, dass in Eastfield wieder ehrlich gearbeitet wird. Rias, were you and Fred fighting again? Fighting? I wouldn't call that fighting. I overheard you in the war room. Fred was shouting at you. We disagreed about the plan for the next mission, that's all. I should have known. You two are as attached to your old quarrels as you are to each other. Though I've always wondered how you've stood each other for so long, being completely different. Izzy, we're just giving me a headache by making me the mediator every time. Look, just make sure you give him a proper apology, all right? I'll tell Fred to do the same. Fine. Good. You'll be back to being friends again in no time. You and Fred are like brothers to me, and this unit would fall apart without you. So you have to get along, all right? It's hard to argue with that. Oh, 5K. Ja, das brauche ich auch wieder. Ich glaube, dann nehme ich das Gespräch ja auch nochmal, weil vielleicht kriege ich ja auch Geld. Yumarida, I have heard tell that you once made a living as a bounty hunter. That I did. Could you not have made a name for yourself in the underworld, given your skills? I kept a low profile and avoided the limelight. If I could eat, I needed naught more. And before that, you worked for a noble in Southfield, yes? Is that where you learned to fight? Well, yes, I suppose so. Alas, the family fell into ruin due to a skirmish over territory. So, being handy with a gun grit, I decided to make a living hunting bounties. I see. I'll let the others know of your past, if you don't mind. Not at all. Thank you. Aber Lüdke, die wollen alle so viel Kohle von mir. Irgendwo muss das ja herkommen. 5.000. Oh Gott, so. Geh hier hin. How does that sound? Die Central-Ritter haben uns erneut um die Teilnahme an einer Übung gebeten. Ich nehme an, sie sehen unseren Ruhm und wollen verhindern, dass er uns zu Kopf steigt? Oh, müsst ihr immer so negativ sein, Andreas? Ihre Gründe sind unwichtig. Hoffen wir, dass sie uns diesmal einen richtigen Kampf liefern. Oh, ich fand der letzte war schon gar nicht so einfach. Achso, warte, das ist einfach nur... Ja, genau, das Ding. Dann ist... Hier ist Nummer 2. Die wollen Geld. Sagt Andreas, wie wär's? Warte, ich muss dich etwas fragen. Worum geht's? Du wirst bezahlt, nicht wahr? Dafür, dass du unsere Geschäfte über diesen Händler abwickelst. Woher wisst ihr das? Als dein Angebot annahm, hast du mir gedankt, als hätte ich dir geholfen. Meine Quellen? Ah, gut, ich geb's zu. Das ist die übliche Praxis, ich will dich nicht bestrafen, aber vielleicht können wir bessere Konditionen erhalten. Aber natürlich, überlass das nur mir. Bessere Konditionen, zack, er will 10.000. Aha.
Ich sorge dafür, dass die Aufwertung der Einrichtung schnellstmöglich passiert. Wenn sich die Waffen im Kampf bewähren, wird das deinen Ruf aufbessern und dein Gehalt ebenso. Gut, vielen Dank, Andreas. Du brauchst mir nicht zu danken. Jetzt lass die alle aus dem Spiel. Ermöglicht eine neue Waffe unter Waffenentwicklung herzustellen. Sehr schön. Oh, jetzt gibt's auch neues Zeug zum Schmieden. Andreas, in der Hauptstadt geht wirklich alles vor die Hunde. Was soll das heißen? Neulich traf ich einen Jade-Forscher, der an faszinierenden Experimenten arbeitete. Wir tauschten Ideen aus. Es war eine sehr angeregte Unterhaltung. Ich wurde gefragt, ob ich Interesse an einer Zusammenarbeit hätte und sagte begeistert zu. Der Kollege meinte, wir sollten für den Kauf besserer Geräte zusammenlegen. Also gab ich ihm mein Geld. Seitdem habe ich nichts mehr von ihm gehört. Ich bin in meiner Begeisterung ein Betrüger aufgesessen. Verstehe. Ohne Geld ist meine Forschung am Ende. Bitte, Andreas, zeigt Verständnis für meine Lage. Der denkt sich das doch jedes Mal aus. Erzähl mir da nichts. Danke. Damit kann ich meine Arbeit fortsetzen. Meine Forschung wird so berühmt werden, dass dieser Betrüger mich anbetteln wird, mit ihm zu arbeiten. Dazu müsste er erstmal aus dem Gefängnis kommen. Was? Uff. Ermöglicht die Erforschung einer neuen Gravur im Magie-Luminstein-Labor. Okay, jetzt gucken wir auf die Karte. Hier haben wir nochmal Main Quest Getalke. Ich will mit Quinn nicht reden. Listen. Quinn, habt ihr kurz Zeit für mich? Aber immer doch, wie kann ich helfen? Die Truppe wurde ans Frontier beordert, aber in Centrifield herrscht noch immer Unruhe. Deshalb werden wir beide allein aufbrechen, während Fred und Iska hier bleiben. Oh, soll mir recht sein. Allein haben wir beide bestimmt mehr Spaß. Das Grenzland ist unerforscht und gefährlich. Spaß ist das Letzte, was wir dort haben werden. Ach, mit euch habe ich doch immer Spaß. Schließlich sind wir zwei vom selben Schlag. Und welcher Schlag wäre das? Das wisst ihr ganz genau. Selbst wenn ihr es nicht zugebt. Wie auch immer, in jedem Fall verlasse ich mich da draußen auf euch. Oh, ich will nicht mit der los. Die Alte ist so weich, ja, das ist ein Punkt, ey. Weiß nicht, ob ich das möchte. Ich fühle mich nicht wohl in ihrer Nähe. Okay. So, Leute, dann haben wir geschafft, was wir schaffen wollten. Der Stream ist noch nicht vorbei, aber DIOFIELD ist für heute vorbei. Ich speichere jetzt also. Und wer das später auf YouTube sieht, ihr kennt das Spiel, liken, teilen, kommentieren, abonnieren. Und wir wechseln jetzt das Game, weil morgen kommt Valkyria Elysium, oder wie es heißt, raus. Und dann zocken wir das heute schon. Und zwar, wie geht denn das? Home-Menü. So. Übrigens, stressigste Startgame-Mucke. Ich liebe das Spiel. Es ist so gut. Genau, Valkyrie Elysium spielen wir jetzt gleich. Also geduldet euch, ich gehe kurz mal auf Toilette und dann geht's hier weiter. Und für YouTube nochmal, tschüss YouTube.